Hallo meine Lieben, ich hatte euch ja in einem Video, wo ich euch das Plotten mal vorgestellt hatte, auch gesagt, dass ich den Plotter auch fürs Papierbasteln verwende. Und heute wollte ich euch mal eine Kartenidee zeigen, wie ihr mit dem Plotter ein Motiv ausschneiden könnt und so eine Karte gestalten könnt. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so eine Glitzerkarte, wo das Ganze ausgeplottet ist und hinten dran eine Glitzerkarte hineingeschoben ist. Dann habe ich es hinten noch gemattet und hier drin eine weiße Mattung auch aufgebracht und so zwei Glitzerstreifen, damit man hier dann auch drauf schreiben kann, weil auf dunkelgrau wäre das schwierig. Also würde ich sagen, legen wir mal los. Für die Karte braucht ihr Folgendes. Einerseits ist es hier ein Karton in der Farbe, wie ihr den gerne hättet. Der ist 21 cm mal 14,8 cm und das falzen wir dann bei 10,5 cm, weil das wird unsere Basiskarte. Aber um den zuerst im Plotter zu bearbeiten, muss der noch ungefalzt bleiben. Das ist eine. Dann brauchen wir die unterliegende Karte, nämlich die dann durchscheinen wird. Die habe ich geschnitten auf 14 cm mal 9,2 cm und dann decke ich das von hinten noch ab und da habe ich eine Karte von 14,3 cm mal 10 cm, so wie ich normalerweise die Mattung der Karte habe. Das ist das. Und dieser Glitzerkarton, den habe ich hier so aus einem Set raus. Da könnt ihr echt einfach irgendwas nehmen, was ihr zur Hand habt. Ich finde es halt cool, wenn die Karte, die hinten durchscheint, also durch den Schriftzug durchscheint, so ein bisschen glitzerig ist. Dann habe ich für innen drinne auch noch einen Karton ausgeschnitten, weil auf Grau kann man nicht schreiben und deshalb dient das dann als Fläche, wo man was draufschreiben kann. Die ist 14,3 cm mal 9 cm und dann habe ich zwei solche Glitzerstreifen vom selben Papier genommen und die sind 14,8 cm, nämlich so lange wie die Karte und jeweils 2 mm breit. Das ist das, was wir brauchen. Zudem logischerweise den Plotter. Wir müssen dann in das Papier rein, um die Karte durchzustecken, brauchen wir noch so ein Messer und einen am besten Metalllineal und natürlich das Falzbrett, um dann die Karte zu falzen. Das ist das, was ihr braucht. Jetzt gehen wir aber zuerst an den Laptop, um das ganze Design auf dem Canvas zu machen. Auf dem Canvas müssen wir zuerst etwas vorbereiten. Und zwar brauche ich als Orientierung eine Fläche, die so aussieht wie die Karte. Also gehe ich hier auf Formen, füge ein Viereck ein, dann gehe ich hier rüber zu bearbeiten und dann sage ich, die Breite, die muss 148 mm sein, also die 14,8 cm, ne? Und in der Höhe muss es 210 mm sein, die 21 cm. Und jetzt brauche ich noch ein zweites Viereck, um zu sehen, wo die Hälfte der Karte ist. Und da logischerweise in der Breite auch die 148 cm und in der Höhe ist die 10,5, also 105. So, damit die dann wirklich aufeinander passen, mitte ich die mittig aus und am oberen Rand. Und jetzt sehe ich genau, wie viel Platz ich habe für den Schriftzug. Ich gehe hier mit der Pfeil hoch und Linkstaste richte ich die Karte so aus, dass sie wirklich an den Rand von meinem Canvas kommt hier. Und dann gehe ich zu den Ebenen und sperre die, damit ich die jetzt nicht fälschlicherweise immer wieder auswähle. So, dann brauchen wir Text logischerweise und da habe ich für mich den Text May your day, das ist eine Zeile,
eine zweite Zeile, be filled with, und dann noch eine dritte Zeile, Glitter. Stimmt das alles natürlich in der Größe nicht und die Schriftart auch nicht. Also Glitter stimmt, die will ich so haben. Die anderen beiden, also Glitter ist Broadway, das sollte, glaube ich, bei den Standard-Schriftarten dabei sein. Die zweite Schriftart, die ich wähle, die ist da nicht drin, die habe ich mir separat beschafft und das ist die Rufina Stencil. Das Gute an dieser Schriftart ist, ich zeige euch das kurz hier mit dem Reinzoomen ein bisschen, die hat keine inneren Schnittflächen. Der O, wenn ich das ausschneide, habe ich nicht das Problem, dass hier innen ein Kreis ist, den ich dann gleich mit ausschneide, sondern die sind nirgendwo miteinander verbunden. Das heißt, wenn ich das ausschneide, kommen dann wirklich nur die Buchstaben raus, aber nicht die Füllung von diesen Zwischenräumen vom zum Beispiel D und vom E. Das ist das eine, das brauche ich jetzt ein bisschen kleiner und natürlich auch näher zueinander. Und das Glitter ist auch noch ein bisschen zu groß, das mache ich auch noch ein bisschen kleiner. Ich würde hier nicht ganz an den Rand der Karte gehen. Und dann müsst ihr einfach gucken, wie es euch am besten gefällt. Könnt ihr natürlich auch nicht zu klein gehen mit der Schriftart, sonst wird das auch für den Plotter ein bisschen schwierig. Ich mitte die aus. Und ansonsten würde ich sagen, passt das für mich. Jetzt müssen wir aber noch Folgendes machen. Ne? Das, was ich vorhin gesagt habe, was bei der Rufina Stencil ist, das habe ich hier bei der Broadway nicht. Und da habe ich genau hier beim E das Problem, dass der mir jetzt diesen Zwischenraum ausschneiden würde. Um das zu lösen, macht ihr hier einfach ein kleines Viereck. Das könnt ihr wirklich ganz klein machen. Und dann macht ihr das hier an die Kante von diesem E dran. Dann müsst ihr dieses Glitter noch aufteilen in Einzelstücke, damit ich hier den E nehmen kann. Und jetzt sage ich hier teilen. Und wenn ich das mache, habe ich hier, ihr seht es, wenn ich das jetzt lösche, habe ich hier eine Lücke geschaffen, wo es mir dann nicht diesen inneren Kreis ausschneidet. Wenn ihr merkt, die war jetzt mit der Lücke ein bisschen zu großzügig, die muss noch ein bisschen größer sein. Dann könnt ihr diesen Buchstaben markieren und markiert diesen einen Punkt und geht dann mit der Pfeiltaste, könnt ihr das noch so ein bisschen anpassen. Was ich auch gleich mache ist, ich nehme diese beiden Ts noch ein kleines bisschen voneinander, damit ich hier diese Verbindung da nicht ein Problem kriege. Ansonsten würde ich sagen, das Design passt wunderbar. Jetzt ist es natürlich so, dass das jetzt falsch rum auf der Karte liegt, ne? Weil das wird ja die Falzlinie. Von dem her markiere ich mir das alles, drücke auf die rechte Maustaste und drücke auf Kopieren. Und dann kann ich das ganz einfach umdrehen. Und da gehe ich hier oben auf diesen Punkt drauf. Und sobald ich den markiert habe oder sobald ich da die Maustaste runtergedrückt habe und unten gedrückt halte, klicke ich auch noch auf die Shift-Taste und da hilft es euch, dass der immer schön
in größeren Sätzen rotiert, anstatt dass er hier Free Floating eine ungenaue Zahl kriegt. Geht einfach ein bisschen besser, wenn er wenn ihr das so rotiert. Jetzt schiebe ich das noch ein bisschen hoch. So. Und bevor ich das jetzt an den Plotter übergebe, gucke ich noch, dass es muss alles auf Schneiden sein und die Formen, die brauche ich beide nicht. Also das heißt, ich schalte hier die Sichtbarkeit aus und ich sperre die auch und dann habe ich wirklich nur noch diesen Schriftzug und den übertrage ich jetzt an den Plotter. Was ich als nächstes machen muss, ist meine Basiskarte hier auf den Canvas drauf zu machen. Bei solchen Sachen mache ich das ganz ehrlich gesagt nochmal mit so Kleber fest, einfach damit ich sicher bin, dass mir die Karte dann nicht plötzlich herumrutscht, während er schneidet. Das mache ich hier einmal auf der rechten Seite und oben. Und dann müssen wir auf den Plotter. Ich gehe hier auf Muster, dann hole ich mir die Datei. Das ist die da, wunderbar, sage OK. Ich sage, ich will das alles schneiden. Der sagt mir, der braucht 3 Minuten dafür. Bevor wir jetzt auf Start drücken, müssen wir natürlich noch die Schnitttiefe vom Messer anpassen. Karton schneide ich immer bei 5. Gehe sicherheitshalber so ein bisschen über 5 drüber. Das Messer wieder rein. Und dann muss ich dem die Matte geben. Das heißt, ich sage dem hier einziehen. So. Und jetzt kann ich auf Play drücken, damit der das Ganze schneidet. Und wenn er dann fertig ist, kann ich auf OK klicken und mir die Matte wieder rausgeben lassen. Und dann brauchen wir den Plotter erstmal nicht mehr. Vielleicht noch von wegen, dass die Schnitttiefe ausreicht. Das hier ist ein 230 Gramm Papier. Deshalb bin ich so bei 5, so ein kleines bisschen über 5 beim Schneidermesser gegangen. Wenn ihr das nicht wisst bei eurem, ihr könnt da vorher einen Testschnitt mit dem Plotter machen auf einem Reststück von diesem Karton. Dann seht ihr, ob das reicht oder nicht. So, jetzt nehmen wir mal hier die Karte runter, lösen hier den Kleber vorsichtig. Und ihr seht, dass das wirklich alles super geschnitten hat. Weil das Ganze ja schon sehr filigran ist, geht es vielleicht einfacher, wenn ihr das mit dem Picking Tool rauslöst. Die Matte kann auch beiseite, die putze ich dann nachher. Und jetzt müssen wir die Karte noch falzen, und zwar bei 10,5. Da gucke ich hier unten 10,5. Und Achtung, nicht die Schneidekarte, sondern das Falzteil hier. Und dann nehme ich mir wie immer das Falzbein, lege diese Karte entlang der Falzlinie um und ziehe die Falzlinie hier mit dem Falzbein noch nach. So, das wäre schon mal die Karte. Die sieht so eigentlich schon cool aus, aber wir machen da jetzt noch ein bisschen mehr. Und zwar
will ich, dass diese Karte hier hinten dran kommt. Ihr seht, ne, das wird richtig glänzig. Damit ich weiß, weil ich will hier 4 Ecken machen. Und ich habe bei dem ganz ehrlich gesagt auch die Ecken noch ein bisschen abgerundet. Das habe ich hier mit diesem Eckenabrunder gemacht, hier mit dem R4 mm, damit es einfach ein bisschen schöner aussieht, wenn dann die Ecken hier vorgucken. Damit ich aber weiß, wo diese Ecken sein müssen, lege ich mir diese Karte hier mittig auf die Seite drauf und dann markiere ich mir hier mit dem Geodreieck jeweils 2 Punkte rechts und links. Ich würde sagen, hier nehme ich diesen hier und diesen hier einfach dass ihr überall die gleiche Markierung nehmt. Quatsch, hier. Und dass die Ecke genug nach draußen guckt, dass sie dann auch fest sitzt. Das heißt, ich gehe jetzt auf allen Seiten und mache mir auf derselben Höhe die Markierung. Ihr könntet theoretisch, weil wir machen ja hinten noch eine Mattung drauf, könntet ihr diese Karte auch hier drauf kleben und dann die Mattung draufkleben. Auch das geht. Ich finde halt einfach diesen Effekt, wenn die Ecken noch rausgucken, finde ich cool. Ihr könnt diesen Schritt auch überspringen, wie gesagt. Und warum ich überhaupt hinten eine Abdeckung mache, ist genau dieser Grund. Ne? Die Karte, wo man drauf schreibt, ist weiß und die ist so ein bisschen ecru. Von dem her, ich finde es halt einfach nicht schön, wenn die dann beide gegenüber liegen und deshalb werde ich hier hinten dran diese Karte drauf kleben. Jetzt, um diese Ecken zu schneiden, nehme ich hier eine Unterlage, damit ich mir nicht in die Tischplatte reinschneide. Vorsicht mit diesem Teil, das ist scharf, ne? Und jetzt kann ich hier mit dem Lineal ganz einfach von diesem Punkt bis zu diesem Punkt rübergehen. Und das auf allen 4 Seiten. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir jetzt hier diese Glitzerkarte einfügen. So, und ihr seht, was ich gemeint habe, ne? Diese Eckchen. Ich finde, das ist ganz süß, wenn das noch mit nach vorne kommt oder von vorne sichtbar ist. Und was wir jetzt noch machen, ist, wir kleben hier hinten die Mattung drauf. Wenn ihr fragt, was das ist ganz normaler Zementidkleber, den ich abgefüllt habe. Und die kommt jetzt hier schön mittig drauf. Und dann sieht das nämlich auch innen drinne besser aus, als wenn hier diese komische Rückseite von der Karte rausgucken würde. Jetzt haben wir noch diese Seite. Und da bringe ich den weißen Karton zuerst auf und den mittig, oben und unten und auch von den Seiten. Und dann bringen wir hier noch diese Glitzerstreifen an beiden Seiten von dieser weißen Karte an. Ich finde das einfach cool, wenn sich so ein Element innen drin in der Karte wiederholt, was wir außen haben. Dann geht ihr einfach an den Rand der Karte und auch direkt an diese weiße Karte dran. Und dasselbe noch auf der anderen Seite. So, das heißt hier innen drin Platz zum Schreiben.
Und hier vorne ist diese Glitzerkarte. Sieht doch cool aus. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!